Ein Vorbau, zwei Standards, egal ob 31,8 oder 35 mm. Mit dem Black One D2 spielt das keine Rolle mehr. Ich bin Sascha von Reverse Components und ich zeige euch heute unser 2 in 1 Talent. Was er genau kann, wie er funktioniert und wie er den Lenker am Vorbau montiert. Das seht ihr nach dem Intro. Die vielen verschiedenen Standards machen es uns Bikern echt nicht einfach. Es fängt schon an, dass es mehrere verschiedene Lenkerdurchmesser gibt. Es gibt auch ein paar verschiedene Steuerrohrdurchmesser. Deshalb wollten wir es euch Bikern ein bisschen einfacher machen und haben die 2 in 1 Variante entwickelt. So könnt ihr zumindest mal die gängigen, standardisierten Mountainbike-Lenkern an eurem Bike befestigen. Schauen wir uns aber zuerst einmal die harten Fakten des D2-Vorbaus an. Der D2-Vorbau hat ein Gewicht von 148 Gramm, ist in den Längen 35 mm, bald auch in 50 mm erhältlich, hat einen Winkel von 8 Grad und ist für Steuerrohre mit einem Durchmesser von 1,1 Zoll, was den Großteil aller Mountainbikes betrifft. Die Verwendung für zwei Lenker wird durch eine sogenannte Reduzierhülse bzw. auch Shim genannt erreicht. Den D2-Vorbau gibt es in 8 verschiedenen Farben, wobei es noch eine spezielle E-Bike-Version gibt mit speziellen Decals, die auf unsere E-Serie abgestimmt sind. Dann gibt es den D2-Vorbau auch noch in einer speziellen Titanium-Variante. Hierbei ist es aber so, dass nicht der komplette Vorbau, also der Körper aus Titan ist, sondern die Stahlschrauben wurden durch Titanschrauben ersetzt und er hat speziellere Fräsungen, wo mehr Material abgetragen wurde, hat aber nicht zur Folge, dass er weniger stabil ist als die normale Version. Durch die Änderungen, also das Austauschen der Schrauben, sparen wir uns 8,5 Gramm und durch die filigranere Fräsungen 12,3 Gramm, was uns im Endeffekt auf ein Gewicht von 127 Gramm bringt. Die Titan-Variante ist in 2 verschiedenen Farben erhältlich, einmal in Polish Black und einmal in Polish Grey. Ihr erhaltet die normale Version des D2-Vorbaus im Handel für 59,90 Euro und die Titanium-Variante für 84,90 Euro. Wenn ihr euch den D2-Vorbau zulegt, erhaltet ihr ihn in solch einer Verpackung. Darin enthalten ist einmal der D2-Vorbau mit dem montierten Shim, ein Topcap plus eine Kralle, um das Gesamtpaket abzurunden und natürlich eine Anleitung mit Sticker. Wie funktioniert der D2-Vorbau jetzt genau? Eigentlich ist es ganz einfach. Möchte ich 35 mm Lenker fahren, kann ich einfach nur den Vorbau ganz normal wie jeden anderen Vorbau auch zusammenbauen. Möchte ich jetzt aber einen 31,8 mm Lenker fahren, dann muss ich hergehen, muss mir die Shims nehmen, also die Reduzierhülsen, diese in den Vorbau einsetzen. Das funktioniert ziemlich einfach. Hierfür ist eine kleine Kerbung eingekerbt in den Vorbau, dass die Shims perfekt hineinrutschen können. Dann nehme ich meinen Lenker, setze diesen ganz normal ein und würde ihn verschrauben. Was ist also die Besonderheit beim Einbau des D2-Vorbaus? Eigentlich ist es nicht viel anders wie bei einem normalen Vorbau, außer die Tatsache, dass die Klemmung etwas anders funktioniert beim D2. Egal ob mit oder ohne Shim. Die meisten sind es gewohnt, wenn sie einen Lenker in einen Vorbau einsetzen und diesen befestigen möchten, dass sie schauen, dass der Abstand, also der Spalt oben und unten, immer gleich ist. Also der Spalt oben wie unten etwa gleich breit ist. Beim D2-Vorbau ist das Ganze ein bisschen anders gelöst. Hier befestigen wir zuerst die 2 unteren Schrauben, ganz leicht mit maximal 1 Newtonmeter, nur damit sie anliegen. Und dann erst befestigen wir die oberen Schrauben mit ca. 6 Newtonmeter. Kommt natürlich drauf an, was ihr verwendet. Schaut auch hier, was bei eurem Lenker geschrieben steht.
ob Carbon oder Aluminium. Es ist auch so, dass ihr, auch wenn ihr den Reduzierschirm verwendet, kein Problem habt. Ihr könnt den für Carbon, aber auch für Aluminiumlenker verwenden. Durch die Vermeidung dieses Spaltes hier unten haben wir eine geringere Kerbwirkung, was zur Folge hat, dass wir eine längere Lebensdauer des Lenkers, aber auch des Vorbaus haben. Denn die meiste Kraft am Lenker wirkt einfach hier bzw. Vorbau wirkt einfach hier im unteren Bereich, da ihr natürlich immer mit eurem vollen Körpergewicht auf den Lenker drückt. Wollen wir nun einen 31,8 mm Lenker verbauen, ist es eigentlich dasselbe Spiel, nur müssen wir hier eben den Shim einsetzen. Natürlich auch den Shim in den vorderen Teil des Vorbaus. Hier noch ein kleiner Tipp, wichtig zu beachten. Es ist nicht wie bei anderen Vorbauten, dass die, egal wie rum, draufgeschraubt werden können. Deswegen haben wir hier unten in dem Bereich eine kleine Markierung mit Bottom, damit ihr immer wisst, welcher Teil unten ist, um eben keine Kerbwirkung zu haben, weil der untere Bereich an unserem Vorbau komplett geschlossen ist und keinen Spalt aufweist. Dann setzen wir den Lenker ein, setzen das vordere Stück mit dem Lenker auf, schrauben wieder zuerst die unteren zwei Schrauben mit 1 Newtonmeter fest. 1 Newtonmeter ist etwa einfach handfest. Schauen, dass wir im unteren Bereich keinen Spalt haben, dass der Vorbau komplett geschlossen ist. Dann können wir die oberen zwei Schrauben anziehen. Wenn ihr das korrekt einbaut, mit ca. 6 Newtonmeter. Habt ihr die Schrauben nun alle angebracht und festgezogen, dann kann es sein, dass ihr im oberen Bereich trotzdem noch einen leichten Spalt auch im Shim seht. Das ist nicht schlimm, beachtet einfach nur, dass dieser Spalt oben ist und nicht unten, dass unten komplett Vorbau und Shim geschlossen ist. Ihr erhaltet also ein durchdachtes Produkt, mit dem ihr dem Wirrwarr der Standards den Kampf ansagen könnt. 31,8 oder 35 mm, egal, beides mit dem D2 Vorbau möglich. Falls ihr Fragen zum Produkt habt oder zu anderen Produkten von uns, falls ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, gerne unten in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich super freuen. Noch mehr, wenn ihr Teil der Reverse Community werdet. Dazu abonniert uns doch einfach auf YouTube, Facebook und Instagram. So verpasst ihr keinen weiteren Content mehr aus der Reverse-Welt. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Bin damit raus. Ride Reverse!